Hallo und ganz herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gibt es bei mir ein Topf-Kuckerbrot. Ja, warum das? Ja, weil dieses Brot, das ist wirklich so einfach zu machen. Das kann wirklich jeder. Und wenn ihr noch nie Brot gebacken habt, das ist vollkommen egal. Ihr braucht Mehl, ihr braucht Hefe, ihr braucht Wasser, einen Topf. Ihr rührt alles zu einem Teig, dann kommt der Teig in den Topf und ihr müsst noch nicht mal den Backofen vorheizen. Alles kommt in den nicht vorgeheizten Backofen. Dann holt ihr das Brot wieder raus, macht den Deckel auf und staunt. Und es ist auch noch so lecker. Also, ich sag mal, ist das was oder ist das was? Also, nach dem kurzen Intro geht's gleich los. Bis gleich. Das Rezept schreibe ich auch noch in die Infobox. Die Hefe löse ich in 20 Milliliter lauwarmem Wasser mit dem Zucker auf und stelle sie dann 10 Minuten beiseite, bis sich kleine Bläschen gebildet haben. Jetzt gebe ich alle Mehlsorten, das Salz und das Brotgewürz in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Ich mische nun alles durch und in die Mitte drücke ich so eine kleine Mulde und dann gebe ich jetzt mein Hefewasser dazu und das restliche Wasser und dann alles circa 5 Minuten mit den Knethaken der Küchenmaschine dann auf mittlerer Stufe verkneten. Der Teig wird immer elastischer. Jetzt decke ich dann die Schüssel mit Klarsichtfolie ab und lasse den Teig an einem warmen Örtchen eine Stunde gehen. Und der wird sich richtig gut vergrößern. Ich habe nicht zu viel versprochen. Ja, und wenn ihr gerne Brot backt, dann habe ich noch ein ganz leckeres Walnussbrot. Das verlinke ich euch mal oben. Das passt ganz hervorragend abends, wenn man zusammensitzt beim Glas Wein und ein Stück Käse oder Salami. Also das ist auch ganz lecker. Wenn ihr Lust habt, schaut auch da mal rein. Ich gebe jetzt den richtig toll aufgegangenen Teig auf ein bemehltes Arbeitsbrett, dehne ihn noch so ein bisschen und forme ihn dann zu einer Kugel. Ja, und das war's dann auch schon. Dann habe ich mir ein Backpapier zugeschnitten, so ungefähr auf die Größe des Brotes und lasse da immer so ein bisschen einen breiteren Rand stehen. Und jetzt hebe ich das Ganze in den gusseisernen Topf. Also ohne irgendwelche Vorheizarbeiten oder irgendetwas. Der kommt einfach jetzt in den kalten gusseisernen Topf. Ja, die Ränder, ich habe doch ein bisschen viel stehen lassen. Die schneide ich jetzt rundherum noch so ein bisschen ab. Ja, und das war's auch schon mit dem Brotbacken.
Aber das kann jeder, oder? Also das ist so einfach. Also ich finde das immer wieder genial, besonders das Ergebnis. Jetzt schneide ich den Teig noch so ein bisschen kreuzweise ein. Dann lege ich den Deckel auf und stelle dann den Topf in den kalten Backofen, schalte die Temperatur auf 240 Grad Ober- und Unterhitze. Dann nach 50 Minuten hebe ich das Brot raus. Ach, schaut mal, wie das richtig schon toll geworden ist und auch wieder aufgegangen ist. Dann kommt der Topf ohne Deckel dann nochmal für 10 bis 15 Minuten in den Backofen, damit wir noch eine schöne Kruste bekommen. So, das Brot ist fertig gebacken. Das hebe ich jetzt aus dem Topf, mache den Klopftest. Ja, und wenn es hohl klingt, ist das Brot fertig. Das ist doch wirklich ein Brot, das jeder backen kann, oder? Und es schmeckt richtig, richtig gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!